Um eine vermeintlich klassische Familie geht es im nächsten Film. Darüber gleich mehr. Viele Menschen, egal welcher Weltanschauung, bringen Homosexualität automatisch, das sei am heutigen Welt-AIDS-Tag hervorgehoben, mit AIDS in Verbindung. Zu Unrecht, wie man sich auch in der medizinischen Forschung einig ist. Nicht die sexuelle Orientierung, sondern der ungeschützte Verkehr und häufig wechselnde Partner machen Menschen zu Angehörigen einer Risikogruppe. Die Familie steht im Mittelpunkt der religiösen Gemeinschaft der Mormonen. Diese Mitglieder der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage berufen sich auf das Buch Mormon als heilige Schrift. Ein Buch, das die Bibel, wie sie sagen, nicht nur bestätigt, sondern ergänzt. Ehebruch und Homosexualität sind verpönt. Wie nun aber Ehefrau und Mormonengemeinde konkret mit einem Mann umgehen, der an AIDS erkrankt ist und sich als Homosexueller outet, zeigt die folgende Doku von Tasha Oldham, selbst Mormonin. Sie führt in den US-amerikanischen Bundesstaat Utah, in dem etwa 60% der Bevölkerung der Mormonenkirche angehören. Ein, nur so viel vorweg, berührender Film über vermutete und tatsächliche Schuld, über Liebe und Vergebung. Look at you. Look at you. Look. So cute. What'd you do? I made that outfit. It's like forcing a child to wear that. Oh, Grandma. Ooh-wee. Oh, I was skinny. Oh. Das war im Sommer 1975. Ich war damals 18 Jahre alt und traf den Mann meiner Träume. Wir gingen etwa 6 Monate miteinander aus und verliebten uns. Dann ging er weg, um seinen Missionsdienst für unsere Kirche zu absolvieren. 6 Monate nach seiner Rückkehr im September 1978 heirateten wir im Mormonentempel von Salt Lake City. Damit begann unser Glück bis ans Lebensende. Wir bekamen 2 prächtige Söhne. Wir waren die besten Freunde, mit so viel Liebe und Aufrichtigkeit, wie wir uns nur vorstellen konnten. Und wir waren im Begriff, als Fliegerkarriere zu machen. Und wir waren glücklich. Es war nicht immer alles perfekt, das kann gar nicht sein. In unserer Beziehung passten wir in jeder Hinsicht sehr gut zusammen. Einzige Ausnahme die Feuerwehr. With the exception of the firework department. We just lacked Aber es fehlte die Leidenschaft. Nach einiger Zeit begann ich mir die Schuld daran zu geben, weil ich dachte, es läge an mir. Vielleicht habe ich nicht die richtige Frisur. Es muss ein Defizit bei mir geben. Alles andere war wirklich großartig. Bis zu unserem 9. Hochzeitstag etwa, auch wenn wir diese Probleme immer wieder diskutierten, bis mir schließlich Steve anvertraute, dass er als Jugendlicher missbraucht worden war, dass er in unserer Ehe immer wieder untreu war und sexuelle Beziehungen mit anderen Männern hatte. That he had been abused as a youth and that he had been unfaithful in our marriage and that he had had sexual relationships with men. It was startling. Das überraschte und schockierte mich zutiefst. Aber es bestätigte mir auch, nun, mir wurde zum ersten Mal klar, es liegt nicht nur an mir. Wie alt warst du damals, Steve? 24. There's your buddy. Oh, no, you're cute. What do you mean? You're darling there. Yeah. You were so handsome. Grandpa, that jacket is bad. What? Yeah, Sam's good. It's really different.
There's my airplane. There it is. There it is. How about that? So the bottom fell out, but we hung on. Der Boden brach unter uns weg. Aber wir hingen aneinander und daher setzten wir unser Leben so fort und wurden immer enger und liebten einander immer mehr. Es ging uns gut und wir kamen wieder ganz nach oben. Aber dann begann ich mich nicht besonders gut zu fühlen und ging zum Arzt. Der machte ein paar Tests und dann kam eines Tages der Anruf, der unser Leben total veränderte. Die Nachricht, dass ich HIV-positiv bin. Aber der Arzt fügte gleich hinzu, ich glaube, das ist falsch positiv. Kommen Sie, wir wiederholen den Test. Aber ich wusste es. I knew. And this was from when we went swimming with the stingrays. Remember that? That right in there. Steve is full-blown AIDS and has been for Bei Steve ist AIDS voll ausgebrochen. Er ist seit vielen Jahren krank. Ich bin HIV-positiv mit Problemen, aber doch mit besseren Aussichten. Play in Jerusalem tonight. Ich bin in eine Mormonenfamilie hineingeboren, in die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, besser bekannt als Mormonen. Ich wurde nach sehr konservativen moralischen Wertvorstellungen erzogen. Ich wuchs mit den ganzen traditionellen Hoffnungen und Träumen auf, wie sie auch meine Eltern schon hatten. Also, dass ich den Mann meiner Träume treffen und ihn im Tempel heiraten werde. Dort wird die Verbindung besiegelt und wir sind für immer eine Familie. Denn nach unserem mormonischen Glauben denken wir, wenn eine Verbindung im Tempel besiegelt wird, dann lebt man in Übereinstimmung mit dem feierlichen Versprechen, das man gemacht hat. Wenn man ein ehrbares Leben führt, dann hat man die Gewissheit, dass man mit seiner Familie bis über den Tod hinaus zusammenbleiben wird. Grünes Jello, meine Bedürfnisse sind ganz einfach geworden. Das stimmt. Du hast nur mehr wenige Bedürfnisse. Mein Lieber, was hast du da gemacht? Das bin ich nicht wert. Aber ja, natürlich. Das ist so wunderschön. Es gefällt mir. Well, I'm sorry. Sorry, du hast nur Wackelpudding bekommen. Ich fühlte mich so schuldig, so unrein. Ich betete und fastete, aber ganz im Geheimen. Ich wollte das niemandem gestehen. Alleine schon die Vorstellung, dass ich zu ihr gehen muss, hat mich an Selbstmord denken lassen. Ich habe es nie versucht, aber es ging mir ständig durch den Kopf.
Dieses Weihnachtsfest war schrecklich schön. Das Schwerste, aber das Beste und Liebevollste, denn wir wussten, es würde das Letzte sein. Als dieser Moment kam, versuchten wir ihn festzuhalten. Wir sind da, wir sind bei dem erwarteten Meilenstein angelangt, aber was wird morgen passieren? Made it. The year 2000. An diesem Punkt ist alles ein Meilenstein. Viel zu viel los um dich herum. Ich hätte nie gedacht, dass ich 40 schaffe und jetzt bin ich 42. Weihnachten war wunderbar und Neujahr war wunderbar. Schmerzlich daran ist, dass wir es bis zu diesen beiden Meilensteinen geschafft haben. Aber was nun? Ich habe keinerlei Bedürfnis, mir weitere Ziele zu setzen. Ich will nur glücklich sein mit unseren ursprünglichen Zielen. Ich hatte eine wunderbare Ehefrau, eine wunderbare Ehe und Kinder, die ich liebte. Wir waren eine gute Mormonenfamilie, bei der alles funktionierte. Die Vorstellung, dass es doch nicht so war, die konnte ich nicht akzeptieren. Ich denke, ich fühle mich immer noch schuldig. Weil ich meine ahnungslose Frau angesteckt habe. My wife, who's innocent. Ich war so enttäuscht von Steve und seinem Verhalten. Ich war stinksauer. Ich war wirklich böse. Ich war wirklich verletzt, dass mein Mann unsere Beziehung verraten hat, dass er fremdgegangen ist und dass er mit Männern fremdgegangen ist. Es traf mich wie ein Schlag, heftig. Das war emotionell hart. Ich war ja noch sehr jung. Bis zu diesem Tag war alles perfekt gewesen. Er ist nicht mehr der Mensch, der er früher einmal war, denn die Ereignisse und die Krankheit, all die Probleme, die haben ihn verändert. In meinem Herzen und in meiner Erinnerung ist er noch immer dieser strahlende, gut aussehende Mann, der fleißig arbeitete, den alle mochten, der Gottesdienste organisierte und in der Kirche aktiv war, der ein Vorbildvater war. An diesen Mann erinnere ich mich. Die Kinder wollen, dass ich den Fisch lebendig esse. Der Nachwelt zuliebe werde ich es tun. Okay. Okay. Put in your mouth and swallow. And swallow it. Go ahead. Swallow. Über eins haben Toni und ich oft geredet, als wir 12 und 15 oder 11 und 14 waren, nämlich darüber, was wir tun würden, wenn wir beide alleine zurückbleiben würden. Unvorstellbar, dass ich über so etwas schon mit 11 Jahren geredet habe. Nachdem wir es den Buben gesagt hatten, redeten wir in den nächsten beiden Jahren mit sonst niemandem darüber.
bis die Last einfach nicht mehr alleine zu tragen war und wir unsere Familien mit einbeziehen mussten. Herzlich willkommen beim Samstagfrühstück. Vater Eddington, kannst du den Segen sprechen? Ich hätte am liebsten mit einer Schaufel auf Steves Schädel eingedroschen. Ich hätte ihn am liebsten zertrümmert. Ich war extrem wütend. Als das Ganze losging, dachte ich mir, ich müsste Kim retten, denn sie wäre ja abhängig von ihm, ganz unter seiner Knute, total beherrscht von ihm, dass sie nicht einmal richtig denken konnte. Unsere Familie dachte viele Jahre, sie wäre immun gegen solche Sachen. So etwas passiert doch nur anderen. Und insofern erschien uns dieses Eindringen in unsere Bilderbuchfamilie äußerst ungerecht. Cinderella-like family seemed very unfair. Honey, you're going to come try this and eat? Hey, everybody stands here. Hallo, Stan ist hier. Die andere Hälfte von Steve und Stan. Did you race this morning? No, I just had a long ride. How's it going? Try this. I don't know. Mein Zwillingsbruder Stan. Früher waren meine Beine genauso muskulös. Jetzt nicht mehr. Well, Sorry, I'm all sweaty. oh, we got it here. Yeah, there's. Here, come stand. Is that what you're going to share? Oh. Wow. Oh, no. Oh, no. Es ist schwer für mich, Stan zu sehen, denn so war Steve früher auch. Der dynamische, gesunde Steve. Ich habe das in unserem tagtäglichen Trott verdrängt, bis ich Stan gesehen habe. Da ist mir klar geworden, was ich verloren habe, was er verloren hat. Oh, lovely. Oh, wie nett. Wir sind wieder in der Kindheit. Als sie noch jünger waren, als sie noch klein waren, teilten sie sich ein Bett. Da spielten sie immer wieder, wer berührt wen zuletzt. Das war das Letzte, was wir machten, wenn alles schon ruhig war und wir uns umgedreht hatten, um einzuschlafen. Manchmal war da eine Zehe oder eine Hand, die einen heimlich ganz sanft berührte. Wer schlief, merkte nichts mehr. Am nächsten Morgen stritten wir darum, wer wen zuletzt berührt hatte. Kim ist ein ganz besonderer Mensch. Nicht allzu viele schaffen das, was sie tut. Steve ist krank. Er ist es, der unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Denn er wird der Erste sein, der uns verlässt. Aber manchmal vergisst man, dass Kim ebenfalls krank ist. Kim is sick too. People know that I'm a diabetic. Die Leute wissen, dass ich Diabetikerin bin. Und es ist daher im Grunde für mich okay, dass ich nicht immer gut aussehe oder mich gut fühle. Wenn Sie wüssten, warum ich mich manchmal nicht gut fühle, dann würden Sie das nicht so einfach akzeptieren. Wenn man darüber nachdenkt, dann hat Steve das Todesurteil über Kim verhängt. Das hätte ganz anders ausgehen können. Es hätte mit sehr viel Hass und Zorn enden können. Aber ich denke, es war Kim, die den Tonfall bestimmt hat.
It's Kim that has set the tone. Charges that began in January of this year. Die Krankheit hat auf mich genauso verheerende Auswirkungen. Zum Glück war ich nie darauf fixiert, denn ich bin total auf Steve und auf meine Familie und auf all die anderen Dinge konzentriert, die einfach getan werden müssen. Ich denke, es war ein Geschenk für mich, dass ich mit so vielen anderen Dingen zu tun habe. That's been a gift for me to be able to be so involved in so many other things. Meine Art, mit Problemen umzugehen, ich schaue, dass ich beschäftigt bin. Wenn etwas zu heftig ist, dann gehe ich auf den Sportplatz oder hänge mit Freunden herum oder gehe schwimmen. Irgendetwas, um mich vorübergehend abzulenken. Es gibt vieles, was mich erleichtert. Ich würde es nicht schaffen, ohne etwas zu tun, was mich vergessen lässt, meinen Geist frei macht. Let's go play some ball. Unterschiedliche Situationen. Wir lachen viel über alle möglichen Dinge. Denn wenn man nicht lacht, dann weint man. Und wir brauchen einander wirklich. Aber wir sind okay. Es wird alles okay sein. Start crying, Mom. Cue in the crying. Es ist von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, vom Präsidenten. Elder Smith, Sie sind hiermit aufgefordert, als Missionar für die Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage zu arbeiten in der Mission von Tampico, Mexiko. Tampico Mission. Es wird erwartet, dass Sie für einen Zeitraum von 24 Monaten zur Verfügung stehen. Melden Sie sich im Missionstrainingszentrum in Provo, Utah am Mittwoch, den 24. Mai 2000. Ich wollte das immer schon tun. Alle meine Cousins und Onkel waren auf Mission. Sie haben mir so viele schöne Geschichten erzählt. Ich bin ganz aufgeregt und kann es kaum erwarten. Nach aufrichtiger Gewissenserforschung beschlossen wir, in die Kirche zu gehen, um zu beichten und dann den Ratschlägen, die man uns geben würde, zu folgen. Der Kirche und Kim zu beichten und angemessene Reue zu zeigen, das war notwendig, um Vergebung zu erlangen. Und auch, dass ich mich änderte. Da lag ein gewisses Risiko darin, denn wir wussten, dass Steve durch dieses Geständnis möglicherweise seine uneingeschränkte Mitgliedschaft verlieren könnte. Ich habe diesen Prozess äußerst ernsthaft durchlaufen. Ich erwartete mir, dass der Herr mich davon befreien würde, von diesem homosexuellen Begehren. The homosexual desire away. I didn't believe I was homosexual. Ich glaube nicht, dass ich homosexuell war. Ich dachte mir, man hätte mich dazu verleitet. Ich habe mich nicht als homosexuell betrachtet.
Ich glaubte an das, was mir die Kirche über Homosexualität erzählte. Ich denke, ich versuchte mir mein Leben anzuschauen, um herauszufinden, warum mir das passierte. Und so schaute ich mir als Erwachsener den Missbrauch als mögliche Ursache an, aber ich habe es dann nicht mehr so gesehen. I spent 5, 6 years. 5, 6 Jahre hindurch versuchte ich mich zu ändern, aber ich konnte es nicht. Believing I could. Love you. Love you. With the passage of time, im Laufe der Zeit wurde mir klar, dass das etwas war, das ich nicht ändern konnte. Realize that this was something that I could not change. Steve? It was a liberating experience. Es war eine befreiende Erfahrung. Es war eine Last, die mir von den Schultern genommen wurde, dass ich mir eingestehen konnte, ja, ich bin schwul. Admit that I'm a gay man. Ich wünschte mir, ich könnte ihr körperlich, sexuell zeigen, wie sehr ich sie liebe. Show her how much I do love her. Zum Glück umarmen wir uns sehr oft. Umarmen und küssen und einander halten. Dadurch machen wir es wett. Darin sind wir perfekt. Das fällt mir leicht mit ihr. Steve geht es nicht gut. Tonys Abreisetermin kommt bald und ich werde gleichzeitig ein Begräbnis und einen Abschied haben. Das ist meine Angst. Wie werde ich das schaffen? Wie werde ich diese beiden Dinge so rasch nacheinander verkraften? Ich weiß nicht genau, was Gärtnern ist. Da setzt man etwas ein und erwartet sich, dass etwas kommt. Das fördert den Glauben. Es ist eine Erneuerung. Ich habe die bewusste Entscheidung getroffen, dass ich ihn nicht verlasse. Und ich habe die bewusste Entscheidung getroffen, dass ich versuchen werde, ihm zu vergeben. Man verzeiht nicht so nebenbei. Das ist nicht nur ein Wort, sondern das ist ein langer Prozess. Ich bin noch immer dabei, dass ich versuche, ihm zu vergeben. Für das, was hätte sein können. For what could have been. Ich liebe diesen Mann, trotz seiner Schwächen, trotz seiner Unehrlichkeit, trotz des Betrugs, trotz all dieser Dinge. Wir haben ineinander investiert. Wir haben eine Geschichte, eine Familie, viele Gemeinsamkeiten. Das wollte ich nicht aufgeben.
So schwer es auch sein mag, bei schlechter Gesundheit zu sein und ständig Schmerzen und Beschwerden zu haben, es kommt nicht an die Schwierigkeiten und an die Schmerzen heran, die ich hatte, als ich meine Homosexualität und meine Religion unter einen Hut bringen musste. Zum dritten Mal ging Steve in die Kirche und gestand, dass seine Homosexualität, davon waren wir beide überzeugt, nicht selbst gewählt war und daher auch nicht geändert werden konnte. In der Kirche gibt es keinen Platz für Homosexuelle. Sie glauben vielleicht, dass sie es zulassen, aber sie tun es nicht. Die Kirche ist eine Organisation, an der man aktiv teilnimmt. Man bereitet die Gottesdienste vor, man zeigt Eigeninitiative. Aber wenn du schwul bist und das auslebst, dann darfst du all das nicht mehr tun. Ich bin sauer auf die Kirche, weil sie das meinem Vater angetan haben. Sie sagen, du kannst in die Kirche kommen. Willkommen in der Kirche. Wir erwarten dich hier. Aber wenn du mitmachen willst, wenn du aufstehst und betest, wenn du auch nur mit einem anderen redest, dann werden sie böse. Nur auf der Kirchenbank sitzen, das ist zu wenig. Das ist nicht mormonisch. Nach einer aufrichtigen Gewissensprüfung durch unseren Bischof und unseren Präsidenten wurden persönliche und private Erwägungen gemacht und sie haben Steve nicht ausgeschlossen. Ich verlasse mich nicht mehr auf die Rückversicherung durch die Kirche, wenn ich vor dem Herrn stehe. Unser Sohn Parker, ich und Steve, wir haben beschlossen, zur Schwulenparade in Salt Lake City zu gehen und dass wir auch zu den Eltern und Familien von Schwulen und Lesben gehören. Die Leute, die dorthin gehen, sind alles Mögliche, Transvestiten und so. Das war so eine Art High. Wir gehen ganz cool damit um. Das war an einem Sonntag und natürlich dürfen gute Mormonen nicht versäumen, in die Kirche zu gehen. Aber wir haben dort eine sehr gute spirituelle Erfahrung gemacht. Wir sind stolz auf das, was unsere Freunde und unsere Familien tun, dass wir uns nicht schämen müssen. Es war nicht gerade meine Wahl, aber jetzt ist es auch mein Problem, wissen Sie, und da werde ich keinen Rückzieher machen. Wasatch Memorial Park. Wir wählen einen Platz, von dem aus wir die Berge sehen können. Das ist ein Friedhof, den man einfach haben muss. Is this a row right here? I think you're right here. 4 of them right here. Right between these 2 trees. Genau zwischen diesen beiden Bäumen. Schau, dort ist der Berg unseres Vaters. Unterhalb von ihm aufgewachsen und unter ihm begraben. Okay. Passt dir dieser Platz? Ich mag mir das noch gar nicht ansehen. Ich erwarte mir, dass du Sachen wie in den Ferien machst, aber ich möchte keine Windräder, kein Plastik. Okay, das ist kein schlechter Platz, denn es ist nur... Die sterbliche Seite. Die sterbliche Seite, genau. Stimmt genau. Du weißt, das hat auch Vorteile. Viele haben beim plötzlichen Verlust eines Menschen nicht die Möglichkeiten, die wir gehabt haben. Ich meine, es gibt nur sehr weniges, wenn überhaupt etwas, das nicht gesagt worden ist. Ja, aber sich der Realität zu stellen, ist schwer.
Ich möchte in Erinnerung bleiben als Mensch, der versucht hat, rechtschaffen zu leben. Ich hoffe, dass sich die Menschen an mehr erinnern werden als nur an meine Fehler. Ich glaube nicht, dass ich so schlecht bin, wie manche vielleicht meinen. Jetzt, nachdem alles gesagt und getan worden ist, fühle ich mich noch immer als guter Mensch. Ich glaube nicht, dass der Tod schlimm ist. Ich kann nicht mehr warten. Ich meine, das klingt natürlich schlimm, aber ich kann es nicht erwarten, dass er stirbt und uns verlässt. Aber es wird ihm besser gehen, denn er wird sich um nichts mehr sorgen müssen. Es ist entsetzlich, ihn so sehen zu müssen. Tony und ich haben darüber geredet, wie er das alles verkraften wird und ob es nicht leichter für ihn gewesen wäre, wenn Steve vorher gestorben wäre. Er sagte nein. Er möchte, dass sein Vater beim Abschied dabei ist. Das könnte ein Abschluss für beide sein. Er sagte, ich glaube, wenn mich mein Vater zum Abschied begleiten kann, dann weiß er, dass er seine Sache als Vater gut gemacht hat. Okay, let's get dressed. It's warmer outside, yeah. Is this really it? This is it. Here? Oh, of course, And you too. We like you too. Hey, picture of the driver here, who has dry eyes. Ich fühlte mich dem Tod näher denn je, aber ich denke, dass ich meinen Sohn verabschieden konnte, als er in die Mission ging. Das hat zu meinem Seelenfrieden beigetragen. Has contributed to that peace of mind. Wir haben jetzt einen Meilenstein erreicht und nun können wir uns auf etwas anderes hinbewegen. Drei Wochen nachdem Tony uns verlassen hatte, etwa um 3:45 Uhr in der Früh, bekam er eine Panikattacke, bei der er aufwachte. Ich kuschelte mich an ihn und wir lagen still beieinander. Da sagte er zu mir, ich hoffe, du weißt, wie vollkommen ich dich liebe. I hope you know how perfectly I love you. Ich sagte ihm, dass ich das wüsste
Ein paar Minuten später sagte er, ich möchte dich nicht verlassen. Ich fragte ihn, glaubst du, dass du bald gehen wirst? Er hat mir nicht mehr geantwortet. Er hatte das Bewusstsein verloren. Daher rief ich die Familie zusammen. Wir verbrachten den Tag gemeinsam. Das war traurig, aber gleichzeitig war es fröhlich, denn wir redeten über alte Zeiten und Erinnerungen. Die ganze Familie mitsamt den Hunden, wir waren alle da drin. Er war in einer Art Koma und er hat sehr, sehr schwer geatmet. Die Atmung ist immer langsamer geworden. Vermutlich lagen 5 oder 6 Sekunden zwischen jedem Atemzug. Man konnte nicht anders als atmen, wenn er atmete, und aussetzen, wenn er aussetzte. Seine Augen waren halb geöffnet und sein Kiefer war ganz schlaff. Als er mit diesem schrecklichen Gesichtsausdruck dalag, holte er mit einem Mal Luft. Und seine Augen öffneten sich weit. Sie waren ganz klar und er konnte sehen. Und er blickte nach rechts. Er schaute auf, als würde er jemanden anblicken, jemanden, der ihn holen würde. Sein Gesichtsausdruck änderte sich total. Er sah wunderbar aus. Er hatte Frieden gefunden. Ich glaube, in dem Moment blickte er ringsum, wie um zu sagen, ich liebe euch, aber ich gehe an einen besseren Ort. Und das war es. Wir schauten zu, wie er von hier nach drüben ging. Das war vermutlich der erfreulichste und herrlichste Augenblick meines Lebens. Etwas, das so allgemein gültig ist wie der Tod, bleibt dennoch ein Mysterium. Es wird eine neue Erfahrung sein, es wird etwas sein, auf das man sich in gewisser Weise freut. Der vielleicht zärtlichste Augenblick war auf dem Friedhof. Als alle anderen schon weg waren, nur du und ich waren noch da. Du bist hinaufgestiegen und hast deine Hand auf den Sarg gelegt und gesagt, ich habe dich als Letzter berührt. Ich esse nicht richtig, ich schlafe nicht richtig, ich mache nicht genügend Bewegung, ich mache nichts von den Dingen, die ich eigentlich tun sollte. Meine Zuckerwerte, sie sind nicht besonders gut. Normal ist zwischen 80 und 120. Meiner Mama geht's ganz gut. Nicht fantastisch, aber okay insofern, als sie am Morgen aufsteht. Das ist ein Plus und einfach ihre Sachen erledigt. Ich fühle mich ein wenig schlecht, weil sie alle ihre Hobbys aufgegeben hat vor 10 Jahren. Gave up all of her hobbies, 10 years ago. Ich glaube nicht, dass ich mich an das Gefühl, warum gerade ich, erinnern kann.
Ich fühlte mich betrogen um den Glauben, auf dem mein Leben aufgebaut war. Plötzlich waren alle Dinge, die ich kannte und an die ich glaubte, ins Wanken geraten, sodass ich einfach alles nochmals prüfen musste. Ich fühlte mich alleine, verlassen und dass alles, worauf mein Handeln basierte, falsch war. Diese Nacht war eine Nacht des Auseinanderbrechens. Ich saß da und dachte mir, habe ich das alles aus Liebe und Mitgefühl und Ähnlichem gemacht? Oder habe ich es gemacht, weil ich blöd gewesen bin? Aber du warst nicht blöd. Nein, war ich nicht. Das weiß ich jetzt. Aber ich war so aufgebracht, weil ich herausfinden wollte, welche Motive ich dafür hatte. Du weißt ja, letztlich ist es egal, welche Motive man hat, aber ich weiß es jetzt. Ich musste lernen, meinem Herzen zu folgen. Egal. Ich saß da und versuchte, meine Gefühle niederzuschreiben über die Analogie zwischen den Blumenzwiebeln und dem wieder nach oben kommen. Du weißt, das war ein Wendepunkt für mich. Ich saß da und schaute mir die Zwiebeln an. Sie waren ja unten in einem tiefen, dunklen Loch und sie sind herausgekommen. Und da begriff ich, wenn sie herauskommen können, dann kann ich ebenfalls aus diesem dunklen Abgrund herauskommen. Ihre Risikofaktoren sind eher Diabetes und Cholesterin und Übergewicht. Und nicht so sehr die anderen Faktoren. Das ist genauso schlimm wie die anderen Risikofaktoren. Ich bin sehr optimistisch. Ich werde sehen, wie meine Kinder heiraten. Und ich werde Großmutter sein. Das werden sie leicht schaffen. Es sei denn, die wollen nicht. Ich versuche einfach, etwas zu tun und dem treu zu bleiben, woran ich glaube. Aber jetzt bin ich etwas realistischer dabei als bisher. Ich bin nach wie vor Mormonin, denn das bin ich einfach. Das bin ich aus tiefster Seele. Das bin ich einfach in meinem Innersten. Ich fühle mich nicht mehr allein gelassen. Ich spüre, dass diese Sachen letztendlich für mich ganz persönlich gut waren, für Steves persönliche Entwicklung und für die Entwicklung unserer Kinder. Die Lektion für unser Leben und der Glaube, dass wir wieder vereint sein werden, das ist großartig. Alte Schule, alte Familie, wir vier. Wir haben immer gesagt, Familie für immer. Wir werden immer beisammen bleiben. Das gehört für mich dazu. Ich habe meinem Vater vergeben. Ich bin ihm für sein Tun nicht mehr böse. Vielleicht musste ich das alles durchmachen, denn sonst hätte ich nicht gelernt. Weisheit hat einen hohen Preis. Es gab viele Tage, an denen ich wünschte, etwas weniger weise zu sein. Oh yes, right! That's the first time I've ever done that. Oh, this is fun. Das macht Spaß. Ich habe Schmetterlinge im Bauch, wie zu Weihnachten, wenn ich es nicht mehr erwarten kann. Ich bin gerade dabei, mein Auto zurückzugeben und mir ein neues zu nehmen. Ich fühle mich dünner und jünger und aufgeregt wie ein kleines Kind. Und ich schreibe ins Merkheft, Kim fängt neu an. Kim's new beginning. Ich komme wieder dorthin. Ich trete wieder in Verbindung mit der Person, die ich sein möchte. Als hätte ich einen neuen Vertrag mit meinem Leben.
Parker, wir haben ein neues Auto. Ich bin froh, dass wir diese Hürde genommen haben. Da fühle ich mich gleich jünger. Das Leben wird besser. Fast schon gut.